Hallo und herzlich willkommen! In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ganz schnell dieses leckere Kirschtiramisu herstellen könnt. Mit wenig Handgriffen habt ihr ein super Dessert, was sehr aufwendig aussieht, aber es nicht ist. In diesem Glas befinden sich Kirschen, Mascarpone und eine Mascarpone-Schokocreme und natürlich Löffelbiskuit. Ich wünsche jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Kommen wir direkt zu der Zubereitung. Als erstes werden 250 Gramm Mascarpone, 250 Gramm Quark, ich habe den 40-prozentigen genommen, und 50 Gramm Zucker in der Rührschüssel auf hoher Stufe einmal cremig aufgeschlagen. Danach schalte ich die Küchenmaschine auf niedrigster Stufe und dann gebe ich 200 Gramm Schlagsahne nach und nach hinzu, bis sich das Ganze etwas verbunden hat. Das Ganze wird dann auf hoher Stufe einmal komplett cremig aufgeschlagen, 1 Teelöffel Vanillepaste noch hinzugeben und nach 1-2 Minuten ist das Ganze auch schon fertig. Die Hälfte der Mascarpone-Creme gebe ich mir jetzt in einen Spritzbeutel. Und mit der anderen Hälfte, da füge ich 100 Gramm geschmolzene Schokolade. Die habe ich mir in der Mikrowelle einmal geschmolzen und kurz abkühlen lassen. Und die gebe ich jetzt zur Mascarpone-Creme hinzu. Und das Ganze wird dann nochmal so lange umgerührt, bis die Schokolade eingearbeitet ist. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, so drückt jetzt auf Abonnieren, dann die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr von mir, dann werdet ihr automatisch benachrichtigt. Wenn die Creme dann fertig ist, gebe ich dies ebenfalls in einen Spritzbeutel. Jetzt habe ich ein Glas Schattenmorellen, dann nehme ich 1 Teelöffel Speisestärke und dann entnehme ich von den Schattenmorellen ca. 5 bis 6 Esslöffel vom Saft und das verrühre ich mit der Speisestärke. Die Speisestärke einmal mit dem Saft klümpchenfrei verrühren und die Kirschen kommen jetzt auf den Herd und werden einmal aufgekocht.
Wenn das Ganze anfängt zu köcheln, gebe ich dann die angerührte Speisestärke zu den Kirschen hinzu. Das Ganze wird dann einmal unter ständigem Rühren kurz aufgekocht und dann sind die Kirschen auch soweit schon fertig. Das Ganze wird schon nach ein paar Sekunden sehr dickflüssig. Nach ungefähr 30 Sekunden könnt ihr den Herd ausschalten und dann fülle ich das Ganze einmal um in eine Schüssel. Zum Erkalten stelle ich das einmal in den Kühlschrank. Die beiden Cremes in den Spritzbeuteln stelle ich auch so lange in den Kühlschrank. Wenn die Kirschen dann abgekühlt sind, kann man schon anfangen zu schichten. Dazu füge ich erstmal eine kleine Menge von der Schokomascarpone auf dem Glasboden. Dann gebe ich ein paar Löffel Biscuits, die habe ich mir etwas zerkleinert. Auf den Löffelbiskuits verteile ich dann ein paar Esslöffel von den Kirschen. Die Kirschen gebe ich dann etwas an den Glasrand, damit man das auch später außen sehen kann. Als nächstes schichte ich dann die helle Mascarpone-Creme. Ebenfalls schön am Rand entlang, dass man die Schichtungen auch von außen sehen kann. Auf die helle Mascarpone-Creme schichte ich dann die Schokomascarpone. Darauf verteile ich wieder Löffelbiskuit und dann nochmal die Kirschen. Und dann immer so weiter im Wechsel, bis das Glas voll ist. Dieses Dessert könnt ihr hervorragend auch am Abend vorher zubereiten. Ihr mögt keine Kirschen? Kein Problem. Nehmt einfach das Obst, was ihr gerne isst. Zum Beispiel Mandarinen oder Pfirsiche oder halt im Sommer wieder mit frischen Erdbeeren. Zum Abschluss könnt ihr das Ganze nochmal mit Kirschen dekorieren oder mit etwas Kakaopulver bestäuben. Habt ihr schon meine anderen Tiramisus bzw. meine anderen Glasdesserts ausprobiert? Die verlinke ich euch gerne in der Infobox. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir doch gerne einen Daumen nach oben. Ich wünsche einen guten Appetit. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.